Dass ich das Thema Banger-Musik an sich vielleicht so ein bisschen vernachlässigt habe, weil da ist ja auch eine riesen Hörerschaft, die seit 5 Jahren auch auf dieses Album ungefähr warten. Mein Name ist Simon. Damals war das Schaufenster mit Handelsscheiben ein. Heute ist er Deutsch-Raps Heavyweight und chronisch auf Massephase. Denn er ist die tamilische Version von Alexander dem Großen. Der letzte Saiyajin, schwarze Augen, braune Haare mit dem Stresserblick. Es ist MIJ, Testo Boss und breiter als 3. Majo ist bei uns. Hello. Was geht ab, Bro? Alles klar? Alles super. Bei dir? Auch, Dankeschön. Sehr schön. War ein cooles Intro. Danke. Du bringst jetzt dein, lass mich lügen, 5. Solo-Album raus? Ja, ich muss jetzt selber erzählen, aber müsste das 5. sein. Glaube ich, gell? BR3T, breiter als 3 Türsteher und einer der Singles klingt so. Damals warf ich Schaufenster mit Handelsscheiben ein. Mach's wie 214, ich um mir durch Angst verbreiten Hype. Es wird langsam wieder Zeit, also gib mir die Kanülen her. Majo, Kolle, Fahrrad, wir sind breiter als 3 Türsteher. Meine Feinde voll Blei. Bis das Eisen zerreißt. BR3T, wir sind breiter als 3. Und im Knast oben ohne. Da geht's auf jeden Fall nach vorne. Ja, 100 Pro. Steht, glaube ich, auch ein bisschen fürs Album, der Titeltrack, ne? Auf jeden Fall, also das ist auf jeden Fall eine Facette vom Album, wo es einfach ohne großes Gelaber richtig nach vorne geht, gerade auch für die Pumper-Community, um einfach Vollgas geben zu können im Gym. Mhm, sehr gut. Ich glaube, das geht mit dem auf jeden Fall. Da hast du noch Fahrrad und Koller auf den Track gepackt. Genau, richtig. Ich glaube, dann sind keine Fragen mehr Geballte offen. Muskelpower. Breiter als 3 Türsteher. Auf deiner ersten Single-Auskopplung sagst du Folgendes. Yeah, wir haben eine Ära geprägt. 10 Jahre Banger Music, ich hab Paper gezählt. Mit paar Love-Songs zwischendurch das Thema verfehlt. Doch das Label steht jetzt, wird nach altem Schema zersägt. Du sprichst auf deine Love-Songs an, quasi, die du gemacht hast im Vorfeld. So, inwieweit feierst du die noch? Oder wie kann man die Line verstehen quasi? Weil du sagst ja, ich habe ein bisschen das Thema verfehlt. Also das Thema Banger-Musik an sich meine ich. Also ich stehe zu 100% hinter meinen Love-Songs und ich feiere die immer noch. Also ich höre die auch teilweise noch und das hat ja auch vielen Leuten, also viele Leute nehmen ja auch was mit aus den Songs. Das war nicht so gemeint, dass die jetzt so irgendwie schlecht sind und dass ich da heute nicht mehr hinterstehen kann, sondern eher, dass ich das Thema Banger-Musik an sich vielleicht so ein bisschen vernachlässigt habe, weil da ist ja auch eine riesen Hörerschaft, die seit 5 Jahren auch auf dieses Album ungefähr warten und so an die ist das eher gerichtet, dass die jetzt auch auf ihre Kosten kommen. Und ja, aber für mich war es auch erstmal wichtig, als Künstler selbst auch das zu machen, worauf ich Bock habe. Und ich will mich da so ungern so von anderen entscheiden lassen, so wie ich meine Musik zu gestalten habe, weißt du? Ja, safe. Jetzt wird nach altem Schema zersägt, sagst du ja auch auf dem Song. Und du hast angesprochen, du hast wieder Bock gehabt, einfach zu machen, worauf du Lust hast. So. Und warum hast du hast auch gesagt, du hast dich so gefühlt wie bei deinem ersten Album, bei Breiter als der Türsteher. Warum war das so? Und was war also anders im Vergleich zu der Arbeit an, keine Ahnung, Frontal oder Auge des Tigers zum Beispiel so? Ja, da war man so ein bisschen Stück weit auch wieder weg von den Wurzeln. Ne? So, und als es dann wieder Breiter als 3 Türsteher hieß, dann erinnert man sich natürlich auch so an die Produktionszeit von den ersten Alben. Und ich habe auch wieder mit meinen Produzenten gearbeitet, mit denen ich auch die ersten beiden Alben gemacht habe. Und das war einfach eine geile Zeit. Man ist nicht mehr so verkopft an die Sache dran gegangen. Man wusste, also Breiter als 3 Türsteher ist ja Programm, also jeder weiß, was auf dem Album für Themen behandelt werden, sag ich mal. Und ja, es war einfach, hat wieder Spaß gemacht, einfach Punchlines zu schreiben und so, im Endeffekt ist das so mein Ursprung gewesen. Und deswegen war das echt eine geile Zeit gewesen, so die ganze Produktion vom Album. Okay, war einfach kopffrei, nicht irgendwie groß Themensongs, sondern ja, irgendwie es halt macht einfach ja auch, Vollgas. macht ja auch mega Spaß im Studio, so Punchlines zu schreiben und man lacht sich selber kaputt darüber. So. Das ist so, ich bin ja auch Battle Rap, also meine Karriere hat begonnen mit Battle Rap, weiß ich, war auf zahlreichen Hip-Hop-Battles gewesen so, und das ist halt ein ähnlicher Schreibprozess und so und das macht halt mega Spaß. Ja, safe. Jetzt nimmst du auch 1, 2 Namen in den Mund, also Banger-Musik war ich noch nie zu schade, Leute direkt zu adressieren so, aber wenn du zum Beispiel sagst sowas. Rapper sehen aus, als ob sie Fabelwesen sind. Ich attackiere mit den Rasenmäherinnen, da macht der Rasenmäherin. Also war die Line einfach gut oder nervt das tatsächlich irgendwie? Nein, ich finde Rin macht super Musik, ne? An dieser Stelle auch Props. Und es hat einfach,
wie gesagt, es war einfach Spaß, so, weißt du? Alleine stark. So, ich hätte jetzt auch kein Problem damit, wenn er was zurücksagen würde oder ein Post gegen mich, hätte ich es auch mit Humor genommen. So. Also ich bin, dann in der ja, voll. Ich bin jetzt nicht so verbittert, dass ich jetzt irgendwie, wenn ich den draußen sehe, dass ich den irgendwie angreife oder so. Ja, aber mal gucken, ich bin mal gespannt, ob er auch geschmunzelt hat, als er die Line gehört hat. So. Genau, also breiter ist der Türsteher, das ist dein Catchphrase im Endeffekt so. Ne? Das fing, glaube ich, bei den ersten Videos, die von dir draußen sind, glaube ich, schon an. Ich glaube, bei den Rap Battles vielleicht sogar auch schon. Genau. Genau, das ist das Trainingsprogramm von deinem Training, immer wenn du so quasi Hanteln wegpushst und so. Und so hieß auch dein Debütalbum natürlich. Wenn du jetzt guckst zurück, weil wie gesagt, das ist ja eine Ära, die du mit Breiters 3 Türsteher jetzt so ein bisschen wieder anknüpfst. Wie würdest du sagen, hat sich der Majo von 2014 zu jetzt verändert? Abgesehen davon, dass du jetzt breiter als 3 bist. Ja, einmal der Bizepsumfang ist tatsächlich noch weiter gewachsen. Aber nee, ich glaube, es hat sich vieles verändert. Ne? Ich habe jetzt eine Familie, ich habe Kinder, ich habe Geschäftszweige, ich habe ein eigenes Label. Und ich glaube einfach, früher konnte ich mein komplettes Leben der Musik widmen und konnte einfach in den Tag leben. Und das geht halt heute nicht mehr. Heute ist alles ein bisschen strukturierter und so würde ich es beschreiben. So. Das ist die Veränderung. Ich bin nicht mehr so viel unterwegs. Ich bin nicht mehr wie damals im Café am Rumhängen mit meinen Jungs und so. Man sieht sich seltener. Und das ist so die Veränderung. Mhm. Inwieweit ist es okay für dich, dass es quasi jetzt ein bisschen abgenommen hat? Es ist was anderes. Also ich bin immer zufrieden so mit dem, wie es gerade ist. Und jetzt ist auch gerade alles schön. Aber damals war auch alles schön so. Es ist ein Leben, was man nicht miteinander, also man kann diese 2 Lebensarten gar nicht so vergleichen miteinander. Ist ja meist auch in der Zeit ist es dann so okay, wie es ist. Ne? Genau, so, jetzt wäre es vielleicht nicht mehr so ein Ding, genauso wie früher dein jetziges Leben vielleicht nicht. Genau, also wenn ich keine Familie hätte, würde ich wahrscheinlich immer noch so einen Lifestyle fahren. Mhm. Ja. In der Zeit haben Kollege und du meiner Ansicht nach dieses Entertainment im Web-Game auf jeden Fall auch nochmal so auf ein anderes Level gehoben, nämlich mit Sachen wie die hier. Was ist denn los mit dir? Er trug den Rucksack in dem Club und tanzte fokussiert. Er nahm einen Schluck Champagner und war übelst motiviert. Bruder, besser du hast dein Rumstick parat. Denn jeder weiß, der Bizeps schrumpft von Salat. Drum bedenke stets, willst du keine Arme wie T-Rex. Merk dir eins, Bursche, vom Salat schrumpft der Bizeps. Hier, ich geb mir einmal Eigentlich müssen wir mal irgendwann mal machen mit den die Gemüse schrumpft der Trizeps oder sowas. Es war ja irgendwie als April-Scherz, hast gestartet, glaube ich, so das eine, oder was lustig mit dir, oder glaube ich auch das jetzt so, was wir gehört haben, Salat schrumpft der Bizeps, ist krass erfolgreich gewesen. Ich glaube, in den Clubs haben die richtig krass funktioniert. Bei YouTube sind die Zahlen durch die Decke gegangen, ich glaube 15 und 16 Millionen oder so mittlerweile. Das ist ja absurd. Glaubst du, sowas würde nochmal funktionieren? Bestimmt so, aber ich finde, sowas muss sich entwickeln. Sowas kann man gar nicht planen und kalkuliert irgendwie machen, sondern das muss einfach entstehen. Das ist bei uns auch einfach entstanden. So, das waren Zufälle und es hat sich einfach entwickelt. So war das dann los mit dir, wurde quasi so von den Fans herbeigerufen. So. Das war von uns eigentlich so ein Running Gag, was wir immer in den Blogs und so gemacht hatten. Und ja, irgendwann sind wir so auf Clubauftritte gegangen und wir konnten gar nicht mit unserem Konzert anfangen, weil die alle, was ist denn los mit dir, geschrien haben. Und dann wussten wir irgendwie, hey, wir müssen einen Song daraus machen. Okay, krass. Ja. Kannst du dich noch erinnern, als ihr dann, dann habt ihr gesagt, okay, komm, wir machen einen Song draus so und nehmen das ein bisschen auf die Schippe so. Und als ihr dann die Zahlen gesehen habt von dem Ding, kannst du dich noch erinnern an diesen Moment? Also als ihr dann gemerkt habt, okay, krass, das Ding schlägt dir richtig ein. Ja. Also tatsächlich haben wir das schon gewusst, dass der Song richtig knallen wird, weil also der Hype um diesen Spruch war halt so krass, so, also das war ja also jeder Jugendliche hat so gesprochen und jeder hat hat die Redewendung benutzt und also wir wussten eigentlich schon ziemlich genau, dass das Ding dann irgendwann durch die Decke gehen wird, so. Weil wir haben wirklich schon den Song bei Clubauftritten performt, einfach auf irgendwelche Techno-Beats, die DJ Arrow dann einfach angespielt hat. Und die Leute sind ausgeflippt. Die wollen eigentlich nur noch das hören. So. Also, aber 15 Mal das und dann ciao, danke. Wir haben den auch, glaube ich, 2 oder 3 Mal gespielt dann. Weißt du?
geil. Jetzt kommt Stresserblick 3. Ist auf dem Album auch drauf. Ja, du hast dir noch Angie quasi neben Kurdo als Verstärkung geholt. Und das ist ja die Fokus-Single jetzt auch zu deinem Album, was jetzt rauskommt. Wie war es mit Kurdo wieder im Studio zu sein? Ich meine, ihr kennt euch ja auch schon eine Zeit lang. Ja, mit Kurdo war es, also wir haben den Song tatsächlich diesmal nicht zusammen im Studio aufgenommen, weil er ist ja auch mit seinem Label sehr beschäftigt und ich auch. Und wir haben es irgendwie nicht auf die Kette bekommen, uns im Studio zu treffen, haben dann aber das telefonisch zusammen gemacht und ich habe ihm das Konzept geschickt, er hat dann was zurückgeschickt und hin und her haben wir das zusammen ausgearbeitet und dann kam die Idee, dass wir Angie noch mit draufpacken, weil er so von der Musikrichtung, da sag ich mal, ist das so ein Künstler aus Deutschland, so der halt auch auf Stresserblick 3 passt. Und da hätten, glaube ich, nicht so viele drauf gepasst, so vom Typ her auch. Vom Vibe auch und Ja. so, gell? Ja. Sehr, sehr starker Song geworden. Ja. Wie war es mit Angie? Da habt ihr wahrscheinlich ja auch dann euch Sachen hin und her geschickt. So, Genau, oder? wir haben den fertigen Song von Kurdo und mir dann rübergeschickt. Und der hat dann, ich glaube, 1,5 Wochen später auch den Part abgeliefert. Wir wussten nicht, wir wollten uns das auch erstmal anhören, so ob das dann auch passt. Und hat echt super gepasst. Ja, nice. Sehr, sehr gut. Ich glaube, da freuen sich auch einige drauf. Ja, voll. Also seitdem das Snippet drauf ist, ist, glaube ich, das der Song, wo die Leute sich am meisten drauf freuen. Ja, wir haben auch Community-Fragen noch. Da gibt es auch eine Frage zu dem Thema. Das stelle ich hinten an ein bisschen, komme ich später noch zu. Jetzt hast du es gesagt, du machst ja nicht nur Mucke, sondern du hast, du hast ein Tattoo-Studio, du hast andere Projekte noch, bist zweifacher Papa. Herzlichen Glückwunsch, im Februar, glaube ich, Tochter bekommen. Vielen gell? Dank, ja. Großartig, herzlichen Glückwunsch. Und hast dein eigenes Label jetzt auch seit knapp einem Jahr, Pi mal Daumen so. Ja, so 8, 9 Monate Sowas, jetzt, ja. genau, Ghetto Superstars. Und ich meine, mit Silver hast du ja schon ein Collabo-Album gemacht. Hasuntu ist jetzt auch auf dem Album drauf. Genau, richtig. So, und Vito ist ja auch auf dem Label, das heißt, 3 Künstler sind schon drauf. Richtig, so. genau. Was ist deine Rolle so bei dem Label jetzt? Bist du klassisch Label-Boss oder bist du, wie kann man sich das vorstellen? Also ich würde jetzt nicht, also das Wort Boss ist immer so eine Sache so, das ist Kollege. Nee, ich würde sagen, so, ich bin eher ein Freund so von den Jungs, der schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat in der Szene und ich kann denen, glaube ich, auch gute Tipps geben. Das sind Jungs von der Straße und zu denen hat nicht jeder einen Draht. Und ich komme aus Duisburg, ich weiß, was auf der Straße abgeht und die Jungs nehmen sich an, was ich denen sage, aber die sind halt auch sehr selbstständig im Studio. Ich komme ins Studio auch dazu bei den Sessions und so und wir arbeiten alles zusammen aus. Das ist eher so ein Ding, was so Hand in Hand läuft. So, ich lasse jetzt da nicht so krass den Label-Boss so da, sondern das ist so eher so eine Zusammenarbeit. Okay. Und ich bin auch froh, mit solchen Künstlern zusammenarbeiten zu können. Und voll. Du hast ja auch in dem Interview mit, ich glaube auch bei den Community-Fragen von TV Straßensound war das, glaube ich, da hast du auch gemeint, Labelarbeit ist nicht zu unterschätzen. So. Ja, auf keinen Fall. So, deswegen, und deswegen würde ich mich interessieren, inwieweit glaubst du, dem Ganzen auch dann gerecht zu werden, wenn es dann auch in Marketing, Künstleraufbau und so weiter und so fort geht, ne? Was da alles mit verbunden ist, weil es ja nicht für jeden was, gerade wenn man selbst noch Künstler ist, so. Und da haben sich auch einige schon mal so dran verhoben, wie in der 22er Handel auf dem Boden. Ich nicht. Auf jeden Fall. Also als ich damit angefangen habe, gab es auch, als wir mittendrin waren, so, wo sehr viel abgeht, der Release, ich release selber auch noch und dann auch noch mit Familie und dann auch noch Tattoo-Studio, gab es auch schon mal so, was heißt gibt es immer noch so Punkte, wo ich manchmal denke, so Alter, was geht ab so? Ich bin so zu Hause, aber ich bin nicht wirklich da, weil die ganze Zeit das Telefon am Klingeln ist und du musst irgendwelche Sachen entscheiden mit telefonieren und Labelarbeit ist wirklich nicht zu unterschätzen. Es kommt auch darauf an, was man erreichen möchte und was man, also wie ernst man das nimmt. Man kann ja auch einfach ein Label aufmachen und nichts machen. Aber das ist nicht unser Ziel. Wir haben schon sehr hohe Ziele. Das ist jetzt nicht unbedingt in Zahlen ausgedrückt, aber wir wollen auf jeden Fall was Großes damit erreichen mit den Künstlern, die wir haben. Eventuell irgendwann auch noch mit anderen Künstlern. Und es macht mega Spaß. So, ich habe mir nie gesagt, so, ich muss unbedingt irgendwann mal ein Label haben. So, viele haben mir gesagt, so, dass ich sowas gut machen könnte. Und jetzt so die Anfangsschritte liefen auch echt super. Und ja, ich glaube. Warum glaubst du, haben die Leute das gesagt zu dir?
dass du das gut handeln könntest? Wahrscheinlich auch wegen der Erfahrung, die ich gemacht habe, weil ich auch von den Besten gelernt habe. Farid Kolle. Genau, richtig. Und ich glaube, ich habe einen guten, wie ich das sage, ich bin nicht so der Typ, so der den Label Boss raushängen lässt, so, weißt du. Von mir aus sollen, also das ist auch mein Antrieb so, ich würde mir wünschen, dass meine Künstler von mir aus 10-mal so erfolgreich werden wie ich. Dann ist das für mich auch wie mein Erfolg so. Voll. Weil im Endeffekt sitzen wir in einem Boot und der größte Fehler ist, finde ich, wenn man als Label Boss versucht, seine Künstler unter sich zu halten, sondern man muss an die Sache rangehen, als ob das dein eigenes Projekt ist. Ja. Ja. Hast du Tipps von Farid und Kolle oder inwieweit haben die jetzt, als es darum ging, hier, ich mache jetzt auch mal ein eigenes Label auf und so weiter und so fort, inwieweit habt ihr euch ausgetauscht? Ich meine, ihr steht regelmäßig in Kontakt, nehme ich an, so. Und da habt ihr sicher auch darüber gesprochen, so. Was konntest du da mitnehmen oder hast schon mitgenommen, weil du halt mit den Jungs einfach schon seit langem ich bin ja mit Farid immer unterwegs gewesen so, und ich habe vieles mitbekommen, wie er mit Labels telefoniert, wie er die Sachen macht und so. Deswegen muss ich jetzt nicht wirklich viele Tipps mir holen, sondern ich habe mir das mit den Jahren auch selbst angeeignet und weiß schon, wie das Business so funktioniert, weißt du? Ja, ich habe jetzt auch nicht gedacht, dass ihr euch zusammen an den Tisch setzt und sagen, so, das ist so, sondern eher in Gesprächen, halt, die halt dann so mal passieren. Aber die freuen sich, also Farid und Kolle, die freuen sich halt auch mega, dass das so gut läuft und auch, die geben mir halt auch Props dafür, dass es das auch für die Künstler, ne? Das sind ja schon sehr außergewöhnliche Künstler, die da sind. Und ja. Ja, sehr gut. Wir sind noch ganz am Anfang so. Voll. Aber die Leute haben es voll auf dem Schirm. Ja, gut. Und ich bin selber gespannt, wo die Reise am Ende hingeht. Du hast gesagt, deine Vision ist ganz, oder beziehungsweise ihr habt großes Vor mit den Künstlern, aber du hast auch mal gesagt, deine Vision ist ganz oben zu stehen. Was bedeutet ganz oben für dich? Also es geht ja, ne, also entweder zahlenmäßig, hast du jetzt gemeint, ja, nicht unbedingt, aber es geht ja auch um Respekt, es kann um Skill-Level gehen, es kann um, keine Ahnung, Konzerthallen, Auszeichnungen, so. Was bedeutet für dich dieses ganz oben? So, damit meinte ich jetzt nicht so unbedingt dass man von Chartpositionen oder so spricht, sondern ich habe halt Leute gesigned, wo ich denke, dass sie langfristig gesehen auch Characters werden können in der Deutschrap-Szene und keine One-Hit-Wonder, weißt du? Sondern ich will halt wirklich Charaktere haben, die sich auf lange Zeit durchsetzen und irgendwann auch relevant sind für die Hip-Hop-Szene. Ja. Wer steht deiner Meinung nach ganz oben aktuell? Erstmal Farid und Kolle ausgenommen, weil das sind wahrscheinlich die ersten, die du nennen würdest. Also für mich steht momentan Silver ganz oben. Und ich glaube, dass er sich in der nächsten Zeit auf jeden Fall ganz oben mit eingliedern wird. Okay. Ja. Und von jetzt außerhalb deiner Bubble, Ghetto Superstars oder Banger Music quasi, oder? Kodo. Kodo? Sehr gut, sehr gut. Das ist auf jeden Fall auch. Wir hatten das erste Interview mit Kodo tatsächlich. Als es angefangen hat, zum allerersten Mal quasi, als wir on air gingen, dann war Kodo. Bester Mann. So, bester Mann, wirklich. Ja. Schönen Gruß an Kodo an dieser Stelle. Wirklich, war eines der lustigsten Interviews auch, tatsächlich. Du bist sehr selbstkritisch mit dir, hast du mal gesagt. Jetzt hast du vorhin schon kurz gesagt, du bist aktuell eigentlich sehr zufrieden mit dir, weil du hast auch mal gesagt, dass du eher unzufrieden als zufrieden bist. So, aber ich schließe daraus, dass das sich ein bisschen gewandelt hat, dass du jetzt ein bisschen entspannter bist, oder inwieweit ist diese Selbstkritik? Habe ich gesagt, dass ich unzufrieden bin? Du hast mal gesagt, du bist so krass selbstkritisch mit dir, dass du tendenziell eher unzufrieden bist als zufrieden. Ich habe das so interpretiert, dass du halt so perfektionistisch bist. Also ich arbeite halt immer an mir, ne? Ich versuche so mit Kritik immer, also ich versuche wirklich immer Fehler nicht bei mir zu suchen, sondern besser ich versuche die Fehler eher bei mir zu suchen, anstatt bei jemand anders. Und das meinte ich, glaube ich, so eher damit. Okay. Und ja. Jetzt hast du auch quasi von Silver und von den Jungs gesprochen. Du willst sie etablieren, dass sie bestenfalls so nachhaltig in der Deutschrap-Szene wirken können. Kannst du das formulieren oder definieren, was du ihnen mitgeben könntest, um damit es klappt? Was ist wichtig für dich aus deiner Position, so damit das funktioniert langfristig? Das ist, ja, außer ein Charakter zu sein, klar, aber der ist man ja einfach. Man muss fleißig sein, man muss konstant abliefern und etwas schaffen, was die anderen nicht machen. So. Einfach anders sein als die anderen und das auf lange Sicht. Heute kennt dich noch jeder und morgen bist du schon wieder vergessen. So, die Musikszene ist ja auch total
es gibt so viele Releases am Donnerstag, ich bekomme selber kaum noch was mit, wer wann released und ich bin voll beschränkt auf unseren Horizont gerade auch und bin auch wirklich froh, wenn ich mal keine Musik hören muss. Deswegen, da muss man halt irgendwie so rausstechen. Ja. So, das ist das, was ich immer den Leuten sage. Plus, die Jungs, die bei mir sind, die sind ja nicht ohne Grund bei mir, sondern das ist ja genau mein Musikgeschmack und die Jungs feiere ich ja. Und ich denke, also ich glaube, dass sie halt mit dieser Musik sich durchsetzen können. Und am Ende des Tages gibt es auch keine Garantie dafür. Aber ja. Du hast nämlich auch gesagt, dass du weil es bei dir so schnell ging. Ich meine, du kamst ja raus dann mit deinem ersten Debütalbum und so und das ging auf 1, zweite ging auch auf 1, glaube ich, und so, ne? Und dritte sogar auch und so. Ja. Und du hattest gar keine Zeit, dich zu finden, weil alles so relativ schnell ging. Und ich meine, heute ist es ja gefühlt, geht es ja noch mal schneller. Also es kann ja richtig explodieren auf einmal, wenn es irgendwie das Momentum richtig ist und natürlich den richtigen Song und gut gearbeitet hast. Was kannst du da den Jungs mitgeben, dass sie vielleicht ein bisschen aufpassen, dass sie sich nicht verlieren oder halt Zeit nehmen, sich zu finden. So. Ja, das ist halt wichtig, dass man nicht so versucht, so verkopft an die Sache dran zu gehen, sondern so wie die Jungs das jetzt auch machen, den Spaß nicht zu verlieren an der Musik und weiterhin das zu machen, wofür ich die Jungs auch irgendwo gesigned habe und nicht jetzt so mit krassen Erwartungen immer an eine Sache dran zu gehen. Natürlich muss das ein hohes Niveau haben, hat es aber meistens immer. Aber wenn man jetzt da sitzt und denkt, okay, ich muss jetzt den nächsten Hit rausbringen, weil der und der hat die Zahlen gemacht oder die hat diese Zahlen gemacht. Ja, man soll den Spaß auch vielleicht nicht verlieren an der Musik. Was hat dir geholfen damals, nicht abzuheben, in Anführungszeichen, oder quasi so, ja, dich zu verlieren in diesem ganzen, ne? Wenn du 3 Alben als Newcomer jetzt quasi, also als neuer Künstler hintereinander auf 1 machst, also da kann ja... Ich glaube auch mein Umfeld, meine Familie, meine Freunde so, haben auch mit dafür gesorgt, dass ich so bin, wie ich bin. Meistens, also viele Leute ändern sich auch durch äußere Einflüsse so. Ich habe einen sehr stabilen Freundeskreis und der hat sich über die Jahre auch kaum verändert. Natürlich sind ein paar Leute nicht mehr dabei, aber das ist, glaube ich, auch ein Punkt, der dazu beiträgt, so inwiefern du beeinflusst wirst von außen. Und ich bin auch kein Typ, der abhebt oder so und jetzt unbedingt... Außer im Privatjet. Ne? Außer im Privatjet. Und es gibt keinen Grund, um abzuheben. So. Okay. Als du rauskam mit deinen Alben, deinem Debüt... Da hatte ich keine Zeit abzuheben. So. Ich war mit Kollegen auf dem Fahrrad, das sind halt richtige Arbeitstiere. Ja, so. Und die haben mir das halt auch vorgelebt. So, ne? Natürlich habe ich will jetzt nicht sagen, dass ich die ganze Zeit nur im Studio war. So, gerade in meinen Anfangszeiten habe ich, glaube ich, auch in der Woche genauso viel Party gemacht, wie ich im Studio war. Und war viel unterwegs gewesen. So. Aber das sehe ich auch bei meinen Jungs. Die gehen auch raus und dann denke ich auch manchmal, okay, langsam könnte mal wieder eine Session sein oder so. Aber ich verstehe das. Ich habe das ja auch alles durchgemacht und diesen Jungen, die genießen ihren Hype, den die gerade haben und wollen Spaß haben. Das ist alles ganz normal. Voll. Und ich glaube, so eine Mittel, du musst halt irgendwann gucken, dass du halt nicht jetzt irgendwie 4 Wochen am Stück nonstop Party machst. Ja, klar, aber du musst ja auch, das ist ja auch wichtig. Aber du brauchst ja auch eigene neue Eindrücke und so. Ja, klar, du musst was sehen. Die Energie kommt ja raus und so. Wenn du immer nur auf einem Fleck bleibst, dann passiert nichts. Du musst schon in Bewegung bleiben. Vielleicht lernst du da einen kennen auf der Party. Und so. Oder solche Sprüche ergeben. Ich weiß, was ist los mit dir? Das ist ja auch meistens solche Abenden. Richtig. So. Irgendwie, keine Ahnung, so komplett out of nowhere. Ja, wäre ich vielleicht damals öfters in die Disco gekommen, wäre vielleicht der Spruch breiter als der Türsteher auch nie entstanden. Ne? Also danke nochmal an die Türsteher, die mich damals nicht reingelassen haben. Also zum Thema nochmal neue Künstler, es klappt quasi und jetzt auch konkret auf Silver und Co. geguckt hast und du und den Vito. Damit es heutzutage klappt, sind ja auch Platzierungen in Playlists einfach relevant. So, brauchen wir nicht drüber reden. Und vor allem Moist, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, der hat da relativ offen drüber gesprochen. Da ging es bei ihm teilweise um, der hat ja diese russische Songs released so und da hat er Folgendes gesagt dazu. Also es ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen, versteht ihr? Wenn euch ein Rapper erklärt und erzählt, na, ich wusste nicht, dass ich auf 1 charten werde auf Modus Mio. Das stimmt nicht, er wusste das schon vor 3 Wochen. Uns werden Plätze zugewiesen, versteht ihr? Und je höher du bist, desto früher weißt du das. Je kleiner und unbedeutender du bist, desto mehr scheißt man auf dich.
Ihr hattet das Thema bei BR3T, Farid und Koll haben sich ja ein bisschen aufgelehnt und so. Gab es da oder warum gab es da keine Gespräche, habe ich mich jetzt gefragt, als ich die Sache von Mois nochmal gehört habe. So. Gespräche mit wem? Mit Spotty, also er hat in dem Gespräch gesagt, es ist ein Geben und Nehmen, man trifft sich vorher 3-4 Wochen, man muss die Singles einreichen und so weiter und so fort, damit man dementsprechend platziert wird. So. Also treffen tun wir uns nicht mit denen, die sind da schon... Ich glaube, es gab es mal. Ist das schon länger her? Nicht so lange her jetzt. Okay. Ja, es gibt mal ein Treffen so, aber das ist dann meistens, wenn vielleicht ein Projekt mal ansteht oder mehrere Projekte ansteht, dann trifft man sich mit dem Label und stellt so ein bisschen vor, was so in nächster Zeit abgehen wird. Aber die sagen jetzt nicht, ja, das werden wir auf diesem Platz machen und das und so. Also so weiß ich das. Und ja, sollen die ihr Ding machen so. Im Endeffekt, ich weiß jetzt nicht, woran es lag. Also wir haben das Thema jetzt auch schon öfters durchgekaut mit dieser Playlisten-Geschichte. So. Also BR3T interessiert mich tatsächlich da in der Form gar nicht so. Was Wie ich eigentlich, BR3T interessiert? Nein, ich meine die Thematik. BR3T natürlich, jeden sollte es interessieren, ein neues Album, ich weiß. Nee, aber mich würde interessieren, weil ihr seid jetzt ein junges Label. Ja? Und inwieweit ist es da schwer, da halt auch mitzuspielen bei solchen Geschichten? Wenn jetzt Mois davon gesprochen hat. Dass es halt ich sag mal so, ne, also Silva ist jetzt in Modus Mio zum Beispiel ganz weit oben so. Ich bin der Meinung, dass sich Leute immer noch durch gute Leistungen durchsetzen können. Also du kannst es einfach so gut sein, dass die Leute keine Wahl haben. Verstehst du? Das ist dann halt der Schlüssel zum Erfolg. Natürlich sind da viele Leute, die es vielleicht nicht verdient haben und so. Aber wenn man jetzt ewig, wir haben uns dazu geäußert. Wir haben auch unseren Senf dazu gegeben, so, aber so für mich ist das Thema auch damit abgeschlossen. Ich werde jetzt nicht so immer weiter. Die haben uns ja auch danach, vielleicht war das ja auch ein kleiner Fehler von irgendeinem Angestellten dort, der vielleicht da seinen persönlichen Musikgeschmack mitspielen lassen hat. Und für mich ist das alles okay. Ja, wie gesagt, ihr habt ja schon mehr darüber gesprochen. So. Mich hätte jetzt nur interessiert, tatsächlich, wie du jetzt mit einem jungen Label so auf diese Geschichten schaust, ob inwieweit das auch schwieriger ist, weil Mois gemeint hat, so, je weiter oben du bist, desto relevanter bist du natürlich auch für die, ist klar. Ja, das ist ja logisch. Das ist ein Business, das ist ja logisch. Das ist auch keine neue Info so, aber ich will jetzt auch nicht den anderen Künstlern so irgendwie das nicht gönnen oder so. Jetzt zum Beispiel, also keine Ahnung, jetzt irgendwie vielleicht ein Rapper, der es nicht verdient hat oder so. Da gibt es ja immer dann Diskussionen, warum ist der da und so. Das ist dann auch so ein bisschen so verbittert, so, weißt du, wenn man anfängt. Aber wenn man jetzt über Platzierung zu sprechen, dann ist es echt wirklich so, weißt du. Es geht ja eher aus, ob man überhaupt drin vorkommt oder nicht. Das ist eher, und ob man vielleicht halt wirklich so am Platz 63 ist und Platz Wir haben ja auch nie was halt dazu gesagt, weißt du. Nur in dieser Kombination fanden wir das halt schon ein bisschen unfair. Ja. Haben wir uns zu geäußert und wir haben gehört, oder du hast gesagt, du bist, also hast jetzt dein Label mit den Künstlern, die du unterstützen willst, machst deine eigene Mucke, hast deinen Tattoo-Laden, so, bist zweifacher Papa, so, und hast dann auch, ich glaube, in demselben Gartentalk mit der Supplement-Marke auch gesagt, dass du jetzt mehr arbeitest einfach so. Gerade jetzt auch, als deine Tochter geboren ist, so. Und ich habe mich gefragt, weil ich glaube, es kennen ganz viele Väter so, wie schaffst du diese Balance zwischen, okay, ich muss Versorgerrolle spielen und jetzt ranklotzen bis zum geht nicht mehr. Gleichzeitig willst du natürlich eigentlich auch Zeit mit deiner Familie verbringen, wobei die gibt dir keiner mehr zurück. Ja. So. Ich glaube, ganz viele strugglen damit so und du hast jetzt auch einige Projekte am Start so. Wie schaffst du das? Ja, ich bin immer noch das Rezept am Suchen, so wie ich das irgendwie schaffe. So. Also einer zieht immer den Kürzeren, so, weißt du? Und ja, leider ist es auch manchmal so die Familie, mit der ich nicht so viel Zeit verbringen kann, weil ich mir halt auch denke, ich muss jetzt einfach Gas geben so. Und ich versuche das immer so zu machen, also ich habe wenig Schlaf dadurch. Ich versuche immer so den Tag mit der Familie zu verbringen und irgendwann mein Arbeitstag beginnt dann so meistens so um 7 Uhr, 8 Uhr, wenn die Kids schlafen gehen oder so. Und dann gehe ich halt auf Achse und mache meine Sachen, aber parallel dazu bin ich halt trotzdem währenddessen zu Hause immer am Telefonieren und so, deswegen ist alles... Das, was du gemeint hast, du bist zwar da, aber nicht da, so ein bisschen, ne? Genau, so. Richtig. Aber ich will mich auch gar nicht beschweren, also ich arbeite ja dafür, dass ich irgendwann nicht mehr so viel arbeiten muss und ich hoffe, irgendwann kommt der Punkt. So. Also ich könnte auch jetzt an dem Punkt sein, wo ich sage, ey, ich lehne mich jetzt zurück und so, aber das ist gar nicht mein Antrieb und auch nicht meine Person so, ich bin halt so gestrickt, dass ich halt
immer Vollgas geben würde. Und ich glaube, wenn ich diesen Stress nicht hätte, würde es mir auch irgendwie nicht gut gehen. So. Weil ich bin das gewohnt. So. Ja, genau, ich will die ganze Zeit machen. Und wenn Stille ist, dann ist es für mich so, als ob es gerade nicht läuft, so, weißt du. Ja. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich so ein großer Punkt, wo man so gerade, ne, Jungs wie du, die halt wirklich, bei denen auch viel läuft einfach, was auch funktioniert, weil du kannst ja viele Sachen machen und die klappen nicht. Ja. Du sollst vielleicht irgendwann mal gucken, dass es vielleicht was nicht heißt, dass alles so klappt, was ich gemacht habe. Auf keinen Fall. Also ich hatte auch viele Sachen, die ich angefangen habe, die einfach in die Hose gegangen sind und die nicht funktioniert haben und so. Aber es sind auch das Lehrgeld, ne? Safe. Man lernt durch diese Fehler, dadurch macht man vielleicht, also man überlegt sich seine Investitionen, die man macht und überlegt sich, ob man jetzt noch eine dritte Selbstständigkeit macht oder sich lieber auf die 2 konzentriert, die gerade gut laufen. Ja. Auf Gott gibt, Gott nimmt, sagst du ja auch, dein Opa sagt, vielleicht wird Papa jetzt vernünftiger. Ja. Wird er es? Hat er wieder zurückgenommen. Ja, doch, bestimmt, auf jeden Fall. Okay. Ja. Dann war es tatsächlich schon wieder. Es sei denn, es gibt noch etwas, über das du sprechen möchtest, was dir noch wichtig ist. So. Aber ansonsten, BR3T heißt das neue Album von Maggio. Die Sendung hier ist Deutschrap Ideal. Mein Name ist Simon, Instagram, YouTube, ARD-Mediathek. Wer uns nicht findet, hat nie gesucht. Die letzten Worte gehören dir, Maggio. Breiter als 3 Tisch, der kommt am 13.05. Und ja, zieht euch das Album rein. Ihr werdet auf jeden Fall Spaß haben und bis bald. Danke für das Interview und geiles T-Shirt, Alter. So Leute, das Interview ist vorbei, hat sehr viel Spaß gemacht. Abonniert den Kanal und ich hoffe bis zum nächsten Mal. Peace.